Kunnen ons? Wel, ons het eerst in zingen nummer 2. Nummer 2. Gib Gott die Ehre, gib ihm den Ruhm, gib Gott die Ehre für all sein Tun. Gib Gott die Ehre, gib sie ihm gern. Lasst uns anbeten den ewigen Herrn. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre für immer sei ihm. Lasst uns erzählen, jeden Tag neu, von seiner Gnade und seiner Treu. Lasst es erschallen in Lied und Wort. Gott schützt die Seinen, ist unser Hort. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre für immer sei ihm. Lobet und preiset den Herrn allein, er führt durch Regen und Sonnenschein. Denn wie ein Vater ist er so gut. Lasst uns ihm danken, er weiß, was er tut. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre für immer sei ihm. Nummer 7. Nummer 7. O lasst uns mit Jauchzen erheben den Schöpfer und Herrscher der Welt, den Herrn von der Skitte wir leben, der Saum macht uns trägt und erhält. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Ihm gehört Himmel und Erde, ja, ihm ist kein anderer gleich. Und wir sind das Volk seiner Herde, berufen zu erben sein Reich. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil. Wir trauen
unser Gott, unser Teil. Vor Liebe hat stets er gewaltet und über uns treulich gewacht. Hat gnädig das Los uns gestaltet und hier uns schon glücklich gemacht. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gott, unser Teil. O lasst uns mit jubelnden Chören ihm stets unser Loblied erneuen. Preis ihn, alle Welt soll es hören, dass wir unseres Heilands uns freuen. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil. Wir trauen auf ihn, er ist unser Gott, unser Teil. Möchte die ganze Versammlung herzlich willkommen heißen. Freue mich, dass so viele gekommen sind. Hier von der war das Wort unterhalten. Mir engagiert von der mit YouTube einmal ganz kort in Black an dem Himmel zu merken. Und dort will ich uit Offenbarung Kapitel 4. Mir engagiert Kapitel zu lesen. Es ist für mich ein sehr wertvolles Kapitel, ein von meinen besondersten Kapiteln in der Bibel. Dort sage ich in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 sagt es: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Das sage ich danach. In Kapitel 1 ist uns gesagt, dass die Offenbarung sich in 3 Teile einteilen wird. Was Johannes sagt, Johannes soll abschreiben, was du wir, was du es und was du kommen soll. Und das sagt hier danach. Das sind die Dinge, was du kommen soll. Das ist die Zukunft. Dann sagt er, du hast eine der Stätte ob, der wird abgetan im Himmel. Das soll wir diesen Ausdruck finden wir nicht im Alten Bund, er für Jesus seine Auferstehung nicht. Mal mit Jesus seine Auferstehung, dann wird der Himmels der ob. Wie kann sein, der Himmelstempel, der wir ob. Im Himmel gibt es einen Tempel, wenn wir hier wollen lesen, da wollen wir viele Dinge sein, was am Tempel hier auf Erden auch wären. Und so ist im Himmel ein Tempel, in Johannes sitzt der Himmels der jetzt ob, der Tempel der jetzt ob. Hier auf Erden, hier auf der Stiftshütte so, da gibt hier eine der Fall, dem einer am Hafen abteilen, dann gibt es eine der Fall, man eine Stiftshütte in den Ding, nach den Vorhang fallen dort in das Allerheiligste in den Ding. Wir alle wen tau, der war ich wie noch nicht ob. Aber hier sagt er, die Tür wird aufgetan im Himmel. Dann sagt er, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, die sprach, steig her. Johannes wird entrückt mit in den Himmel nennen. Und er kommt in den Tempel im Himmel nennen. Er sagt, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald war ich im Geist und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel und auf dem Stuhl saß einer. Das Stuhl, dort ist der Stuhl, der Gnadenthron, was an das Allerheiligste stund. Da so, wo die Wohnung Gottes wir, wo die Cherubinen boven wären. Dort sagen sie im Alten Bund mehrmals, dort Gott sitzt über den Cherubinen. Dort ist du, wo er wohnt. Nu sitzt diese Bundeslade boven den Gnadenthron. Dort ist der Stuhl hier gemeint. Dort sitzt er, sie kick ganz was an das Allerheiligste, kann er du nennen checken. Dann sagt er, und der da saß, war gleich anzusehen wie der Stern, Jaspis und Sader. Und ein Regenbogen war um den Stuhl, gleich anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Stuhl waren 24 Stühle und auf den Stühlen saßen 24 Ältesten mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Er sagt, dort dran diesen Stuhl, diesen Thron, diesen Fahren finde ich Steuler. Daniel sagt, diese Steuler auch, aber dann werden wir nach Larig. Nu sagt Johannes, du im Himmel nennen, nu ist dann der Fahren finde ich Ältesten da oben. Wer sind diese Ältesten gemeint? Die Beschreibung hier ist uns klar, dort sind die Erlösten, dort sind Volk Gottes. Und woran wird dort fahren, finde ich, Ältesten genannt? Da wir im Alten Bund so viele von diesen Dingen in der Offenbarung, dort haben immer eine Verbindung mit dem Tempel. Und damit wir den Tempel im Alten Bund kennen, da weit wir besser, wo wir das verstehen können. Da wir im Alten Bund so, dort David aus den Tempel Gottesdienst ansaten, dann da hat alle Leviten und Priester, dort entfernt, finde ich, Gruppen andeulen.
Und dann dürfte 24 Ordnungen, in jeder Ordnung hat einen Ältesten, was du anleiten dort, und die müssen einmal sich ein Sabbat, bei den anderen Sabbat einmal im Tempel dienen, sodass wir in 48 Mal, was dann, so steht euch im Jahr, wird gedient, und dann wird es dann so, dass dreimal im Jahr, dann werden die besondere Fasten, das Pfingstfast, und das Passafest, und das Laubhüttenfest. Da mussten einmal all diese Leviten müssen einmal zurückkommen und mussten am Platz sein, damit so viel Volk da wird und dürft so viel Arbeit. Dann müssen all diese 24 Ältesten mit ihren Priester, die müssen dort sein in dem Dein am Tempel. So wenn alle 24 Ältesten am Platz wären, dort meint so viel, dort ganze Volk Gottes ist im Tempel, das ist am Platz, das ist Hus. Und so sitzt Johannes dort im Himmel. Diese 24 Ältesten, die stellen das Volk Gottes durch. Das meint so viel, das ganze Volk Gottes ist Hus, die sind im Himmel. Wie kann sein, der Erlösten sind nicht Hus im Himmel. Und was geht nun wieder an? Und von dem Stuhl gingen aus Blitze, Donner und Stimmen. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Stuhl, welches sind die 7 Geister Gottes. Hier sind die 7 Fackeln, das ist der Leuchter, die 7 Arme der Leuchter. Was auch im Tempel stund, der stund trotz für das Allerheiligste und der Lenke sieht, wenn wir in Israel sind, mal eine Stiftshütte hineingegangen, da wird gekriegt, wo die Leuchter durchstehen der. Den seht ihr dort im Himmel auch, an den Tempel dort, den Leuchter durchstehen. Dann sage ich, und vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer, das ist der Waschbecken. Ich habe irgendwie so glatt poliert mit Erz, dass ich so ein Blinker in dort. Im Himmel ist es so glatt, dass ich sage, das ist Gläser, das ist das Glas, das ist das gläserne Meer, wo die Waschbecken, wo die Priester sich einmal gegen die Hänge waschen. Den sieht er doch im Himmel stehen. All diese Artefakte, die aus dem Tempel kommen dann. Dann sagt es wieder, und mitten am Stuhl und um den Stuhl 4 Tiere voll Augen vorn und hinten. Das sind die Engelwesen, die am den Thron sind. Und das erste Tier war gleich einem Löwen und das andere Tier war gleich einem Kalbe und das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das 4. Tier war gleich einem fliegenden Adler. Und ein jegliches der 4 Tiere hatte 6 Flügel und sie waren außen herum und inwendig voll Augen und hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen. Und jetzt kommt der Hauptpunkt, wo ich haben will, was im Himmel vergehen wird. Nun sage ich dazu, was sie sein, was sie ausrauben. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und da die Tiere gaben Preis und Ehre und Dank dem, der auf dem Stuhl saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Stuhl saß, und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen ihre Kronen vor den Stuhl und sprachen, Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Was jetzt hier an im Himmel, wie sollen das das Besondere, was hier ist, das ist Anbetung. Im Himmel gibt es Anbetung. An den himmlischen Tempel, du wird Gott angebet. Wenn die Erlösten ihr Stüß sind im Himmel, du wird angebet worden. Für was wird der angebet? Du wird einmal angebet für die Schöpfung, wo Gott die Schöpfer alles geschaffen hat. Du wird angebet, wo er der Ewige ist, der du wieren, der du essen, der du immer was sein. Du wird im Angebet, dort er der Ewige ist. Du gibst ihm Ehre und Preis für, und dort der Allmächtige ist. Du für was im Angebet, am was gelobt. Was meint loben? Loben, das meint einfach bloß stehen und stehen, was man sieht. Dann hat man loben, weil man einfach bloß stehen hat und beobachtet wird und das staunen, was für Besonderes dort ist. Dann habe ich aber nur gedacht, es wie von der auch einmal Gott gelobt hat und gestaunt hat, wo er die Schöpfung gemerkt hat. Das sage ich hier für die Schöpfung, was am Angebet ist, die Schöpfung gemerkt hat. Haben wir uns mal Zeit genommen, die Schöpfung zu betrachten, einmal dafür zu loben, wo die Schöpfung gemerkt ist. Von der ersten Tag wird wirken, wenn es von großes Stadium ist, viele Menschen kommen, taupen, wird ein Ball geben, gespielt, und dann stehen die Menschen in der Staun, wo der Ball gespielt wird. Aber wo wird gestaunt, wenn Gott, der Schöpfer, mal, den seine Schöpfung mal betrachtet wird? Da wir dann auch staunen. Dachte eben nur unter denken, dass er ewig ist, dass er allmächtig ist. Staunen wir nochmal, erstaunen wir, wenn er sein Wort dann checken down, loben wir für sein Wort. Ich habe eben nur gedacht, wenn man an sein Wort, an mir wenigstens hier das nochmal so, dann wenn ich das Wort Gottes lesen, da, ich hier vielleicht eine Predigt auf einmal, ich lesen, bis Buch, was jemand vielleicht mal geschrieben hat, dann finde ich auf einmal eine neue Wahrheit, was im Wort, was ich nicht gesehen habe. Dort packt mir dann so und dann denkt so staunend der Eva, dann muss ich Gott einfach danken für die Wahrheit, was er mir um Bord hat. Und besonders dort hat Goven an die Gemeinde angesagt, da im Halten das Wort Gottes zu verstehen, und dadurch kann man nie Wahrheiten kennenlernen. Gott hat Goven an die Gemeinde angesagt, wir können mehr Dinge aus seinem Wort kennenlernen. Staunen wir dann, loben Gott dafür, für was er gemerkt hat.
Ich wünsche, wir werden von der ermuntert worden, einmal im Blick im Himmel zu kicken, wo du angehen, wie viel Anbetung da ist, und dort wir von der auch worden, ermuntert worden und angerätzt worden zur Anbetung. Staunen, was Gott der Allmächtige ist. Ich will heute eine Abstunde im Gebet, wo immer passend ist. Uns großer Gott, Vater im Himmel, der du allwissend bist, allmächtig und ewig bist. Wir wollen die loben und preisen, für wer du bist. Dort du auch heilig bist und dort du verläuft bist. Dort du den Segen geschickt hast, Jesus Christus, der sein Blut verraten für unsere Sünden, damit wir können frei sein, wir können versöhnt sein mit dir. Du danke ich dir für einen Preis, die du für. Ich danke dir, Herr, für das neue Leben, was du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, für das, was diese Jahr haben Entscheidungen getroffen, die Jugend, was sich haben die ergeben und haben die angenommen und wollen wieder mit dir durch im Leben gehen. Musst du mit uns sein. Und ich bete euch diese Werk, rede uns auch, dass wir auch würden, was wir hier sind, dass wir würden angemuntert worden, die zu preisen und zu loben. Und ich bete auch für die, was die noch nicht haben angenommen, dass sie die diese Jahr annehmen. Ich bete auch für Bruder Ronald, dass er mit Frieden, wo die ihn zurückbringen von der Service. Dort beten wir in die Namen. Amen. Da Platz nehmen. Als nächstes haben wir da noch Leute, vielleicht soll ich noch die Bekanntmerkung übergehen, wenn Leute wieder haben. Wir haben gesehen, dass die Kosten, die sind da bei jeder das sind die Kosten, wo wenn jemand hat Freiheit wird anzuleihen, und wenn jemand ein CD oder ein Audio wird gleichen, du hast ein Blatt, bei der Daschen kriegst du, wo die Kosten sind, du hast ein Blatt, da wir ihn abtegnen, und wenn auf einmal Frauen sind, dann mal du hier hängen bis bei der, was bei der Audio eingestellt sind. Und dann würden wir weiter Frauen um Gottesdienst, dass wir ein bisschen checken, und mit den Kindern so, dass wir die Steuer da nicht so verrutschen, und damit die nicht so viel Arbeit haben, und Leute dann treten stellen. Und dann hier, wenn wir hier parken down, vielleicht können wir diesen Raum hier für die ein bisschen uploaden, für die, was wir dann bedürftig dafür sind. Und dann, wenn wir Leute wegfahren down, wir haben ja alle so Schrutzen angefahren, da würden wir bis später noch die so abbacken und dann so rüberfahren und dann büten Raum fahren, so, dass es dann nicht hier in Strom gehen wird. Und dann wegen der Weines, die Bootstoven, da haben wir dort so frühes Bootstoven, hier ist der Mondbootstove, hier so Raum in dieser Ark. Und dann erst die Babelstufe, die starten sie bei der nächsten Jahr, da wir die Glasrüten sind. Und wir wollen fragen, wenn jemand das Bedürfnis hat, früh zu gehen, wir vielleicht posten da, wenn die wollen einmal bei hingehen und dann dort rumgehen und es steht hier so fern rumgehen, aber nicht, so sagt Stil nicht. Ja, dann haben wir das nächste dann ein Leute von der Versammlung und dann nur dem die Predigt von Bruder Ronald. Nummer 3. Nummer 3. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus. Nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen. Herr, ich stehe als dein Bote bereit. Ja, ich möchte davon singen, wie du mich verändert hast. Wie geduldig du warst mit mir, Herr, und wie selbstlos trugst du meine Last. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus. Nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen. Herr, ich stehe als ein Bote bereit. Ohne Richtung und Ziel war mein Leben. Trotz Erfolgen war ich einsam und leer. Doch dann fand ich den Sinn und die Wahrheit. Es war Jesus, er ist nun mein Herr. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus.
Nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen. Herr, ich stehe als ein Bote bereit. Trotz Problemen und Sorgen des Lebens ist bei dir, Herr, die Geborgenheit. Du verstehst und du kennst die Fragen und du sorgst dich und hast für mich Zeit. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus. Nur bei dir, Herr, ist Geborgenheit. Gib mir Mut, das den Menschen zu sagen. Herr, ich stehe als ein Bote bereit. Gottes Genade ist von der Ware mit uns. Gleich uns immer wieder und dort zu erinnern, dass Gott seine Genade ist mit uns. Der ist mit dir. So wird nicht mehr davon. Weißt du was, wie soll überhaupt ein Ding mal ganz und gar ändern, man uns das plaudische Menschen. Und das ist, wenn wir als Christen uns sich begreifen tun, dann sagen wir, bis Christus der Weltmensch steht. Wir sagen, go to Marius, go to Oven, das ist eine gute Idee. Aber als Gott seine Kinder, dann würde uns actually sehr gut tun, wenn wir eine besondere Begeisterung haben, man uns als Gottes Kinder. Und dann würde ich sagen, Gott seine Gnade ist mit dir. Ich wundere, was würde man uns passieren, wenn wir würde sagen, die nächsten 7 Tage, dann wollen wir alle anfangen zu sagen, Gott seine Gnade ist mit dir. Und es steht, sagen, go to Marius. Ich will hier meist für 2 Fotos, so ich will nicht mit zu Scheck helfen, aber die Bibel lehrt uns actually auf eine besondere Begeisterung man Gottes Kinder. Und das ist ein Ding, was wir gleich man uns really ever geäuft haben, wie begeistert uns bloß das allemal. Du hast aber ein großer Segen werden, wenn wir uns auf eine besondere Weise begeistert haben. Gott, Dankeschön für alle wie, was ihr betet habt. Gott sehen jetzt, dass er man kann kommen. Dankeschön für die Jugend, was hier vor uns setzt. Und uns bedeutet das im Gesang. Jugend, ich habe viel an euch gedacht. Wo kommt ihr da lang? Some von uns müssen frische Versatz. Und der letzte Weg. Gott hat geredet, hat er nicht? Viel sehen. Kann ich sagen, ich glaube, jullie alle beten für euch. Weil wir standhaft bleiben. Weil wir nicht ansloten von dem nächsten Kontrolle, weil wir standhaft bleiben. Gut, ich schätze dort viel die Anleitung, die wir haben, den Blick am Himmel nehmen. Das hat mir übrigens gefallen, das gleiche. Als die Bruder die Ferien merken, dann ging mir die Gedanken terug naar alle Jahre terug. Voor ik te lang was. We zijn vielleicht een 4 of 5 in de van. En dan vangt de vertaal aan. In de van, we reden van Kaas. En dan reden we van de himmlische Kaas. En dan ging de thema van de himmlische Kaas, ging het dan in, nou van Weihnachten wo we im Himmel zijn. Dan maar iemand zegt, dat is een man door een hingerste zet op de van, zegt dat is een weg. Zegt dat, want ik denk aan een dag nog mal im Himmel te zijn. En ik dan denk dat im Himmel wordt bloos gezang zijn, bloos Anbetung zijn. Dan vergeet me de vrede te naar Himmel gaan. Ik vraag, so wat is im Himmel, wat die jankert dort te zijn?
Wel, hij zegt, ik denk aan de goldene gozen, ik denk aan al deze vrucht. Ja, door met Jezus top te zijn, is ook niet een slechte gedanke. Maar in werkelijkheid, wat ik nu verder wat ik doe im Himmel, dat zijn al deze gouden, goldene, schijne, wondervolle dingen, wat im Himmel worden zo interessant zijn. Maar wanneer ik kan denken, dat ik zie door een van de 1000 mal 1000, die daar Lob zingen en Anbetung machen, dan sagt er, dan sei ik dem Himmel nicht als interessant. Als we ze dort in huis voeren, ik zie van de ogen helemaal met deze schicht, was het gepakt. Ik wil je van de ogen gleich wat te veel. Nou, dit is de geschichte wat ik je groot verteld heb. De man kan ik uit, wat de vertaler deed, dat is vielleicht 7, 8 jaar terug. Wanneer du was van de ogen zeggen, maar ik wil die vrouw en dan kost du rode. Glijfst du dat des broeder, wat dan noodem, heb je bevrieden man, noodem vielleicht 3 jaar of 5 jaar meer kinderen en een familie hebben. Hij is alle geworden. Glijfst du dat hij werkelijk geestelijk moedig is. Wat komt u hem zijn? En geestelijk moedig voeren, wat is het dat denken? Wat komt die en mij om zijn, wanneer we denken om Himmel te gaan? Zoals we van de hier aan de veer reden, en we willen van de ons thema nanik dissen was, wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Ik wil van de ganz oprecht zijn, maar ik heb met Gott tijd gespend. Gisteren had ik gezegd, dat zorgen, dat is een zin. En dat leef ik van de ook nog. Maar ik zie van de je pleegje was, dat mij dat omvangt meest te zorgen met deze boodschap. God, wat wist u met dit? Zal ik daar helpless mal in een rogvee en pregen something else? Ik ga God verspreken, ik wil trouw zijn. En ik wil trouw zijn. Wat deed man met zijn boodschap, wanneer we reden van Anbetung? Weet je wat, mij würde het einfach niet wonderen, wanneer eentje van jullie würde thuis zo gedacht hebben, nou dat thema, wanneer ik dat denk, dan würde ik van jou dat speciale thuis blijven, wenn dat thema te morgen, Materialismus oder geistlich, dort wordt alle nog meer reden, en vielleicht even wat je ook nog alle over die Anbetung. Mij würde het einfach niet gewundert hebben, wanneer je würde gezegd hebben, well, dit is vielleicht de beste over zum thuis blijven, wanneer we nog een over willen thuis blijven. En ik zei, dat is voor de val. God zijn huis is vol. En zo, ik zie erreicht. Dit is een thema, wat ik ganz nee weet doe, dat wanneer we dit thema worden uitleven met de jestrische boodschap op, leven toehoors, ja, glijf me dat, maar dan wordt iedereen van ons ontvangen in schijnend leven te leven, 365 dagen im jaar. Garantied. Dat Christentum is, dat je merkt bij Jezus Christus, dat du en ik ons christelijke leven worden, iedere dag wordt het een vrijheid. We worden niks onthouden van de als voordat je wat aan de arresten ziet, waar heb je stonden. En maken we dat in kop wij. En ik wens ik kon van thuis komen. Zo'n dingen hiet man uit christelijke heimen. En leven toehoren, dat is niet christelijk. Dat is niet christelijk. Dat is niet een arresten zien van baat en een christelijk leven. Dat is niet een blijven dag in een christelijk leven. Dat jeft niet zo. Die Anbetung. Wanneer je wel bladert naar Johannes het 4e kapitel. We worden ons hier bloos een paar versen uitnemen. Bloos te een beetje een tophang te en dan werden we bij de 21ste vers aanvangen. Maar dit is zo waar Jezus met de vrouw aan dem brunnen zu Samaria wird. Du sagst dit im 5. Vers, da kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nachher bei dem Volk, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen.
Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. In der Geschichte jetzt so wieder, wo die vertalen als es dort bekommt. Jesus, der fragt da nur ihr Leben, er fragt da nur ihr Mond und so wieder. Und als es die Geschichte bekommt. Und die vertalen jetzt wieder. Das Freude wird einfach nicht schwierig. Wer ist das, mit wem ich geredet habe? Die fangen sich an, so zu Pferd zu kommen, das ist einfach ein Prophet. Und dann sagt es hier, nur über den, was sie dann gesagt haben, ihre 5 Männer und so wieder. Und dann sagt es hier im 21. Vers, wenn ihr wollt lesen, dann habt ihr den Eindruck, dass nu dreht Jesus den Timer. Und er deed auch. Jesus sagte zu ihr, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde, hier ist der Vers, das ist der nächste, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Möcht ihr was wie groß losen? Hast du mal even gedacht, was Gott segnet? Du und ich segnen manchmal was, tun wir nicht. Haben wir even gedacht, nur was Gott segnet? Haben wir groß gelesen. Und der Vater sucht solche. Gott segnet nur eine gewisse Sorte Menschen. Weißt du, wo er segnet? Nach solche, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Dann kommt der 24. Vers. Gott ist Geist. Dat weten wir auch. Und die ihn anbeten. Das sind nur du und ich. Ja, dann wird er hingen in der Chor mitgeführt. Und dachte, wie wir im Himmel Gott loben, am Preisen und am Anbeten. Er wusste nicht, von was wir reden würden. Singen wir das 3 Leute und dann sind wir durch, okay? Nun würden wir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn horcht. Die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So weit. Wir beten. Gott, wir danken dir, dass du wirklich wirst ein Mensch geworden und komm auf diese Erde und gehen auf das Stoff je weiß. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich wirst in Samarien bei dem Brunnen Jakobs die Dolte zaten. En vangen hier met deze vrouw dat Gespräch an. En du wirst wirklich zu dieser Früh zu vertalen, was du in der Vorder im Himmel nur zeker dan. En je als Vorder sehen den Heiligen Geist, je checkt gerauf auf diese Welt. En zeker nur Sonne, was jünt worden im Geist und in der Wahrheit anbetet. Jesus, musst du von dir mankans kommen? Musst du die Welle von dir mankans stol zaten, zoals du deed met de vrouw zu Samaria? Musst du zu uns reden? Jesus, check uns ook in de ogen en red von dir zu uns. Dat wir worden fähig worden. Dat wir worden geistlich worden, wo wir nicht geistlich sind. Ab zo'n was, dat wir worden die kunnen aanbeden im Geist und in der Wahrheit. Voordat ik bid de kracht vom Heilige Geist von dir mankans. In Jezus naam. Amen. Wat we hier zijn dan van jou in ons Text, dat bringt uns vielleicht nur die Frage, so wat meint dat, dem Herrn im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Die Idee von Gott anbeten, das wird hier in dem Text, was wir nicht gelesen haben, das wird, wo würden wir anbeten? Die Samariter, die beten an hier am Bos. Die Juden, die beten Gott an im Tempel oder in Jerusalem. Das ist nicht im Port, von was wir von der reden.
Wir wollen von der nicht reden, wo wir anbeten. Bevor wir nur die Kirche sind für Tüß, sind wir bei den Nobers, wo das man das. Aber Jesus sagt, der Punkt ist das. Und dort ist, dass die Stunden wird kommen. Und dann sagt er, in der erst nu hier, wo die, was wirklich wahrhaftig am Anbeten wollen, dass die am Wort im Geist und in der Wahrheit anbeten. So wie fragen uns dann vielleicht, na, was würde dann ändern? Wenn ich die wird von der Frau, als Gott sein Kind, dass du Jesus oder Gott, dass du im Geist und in der Wahrheit anbeten, hast du über diese Sache Klarheit? Lebst du so ein Leben aus das? Oder sagen wir, na hier teuer, ich habe bloß immer ein bisschen so meine Gebeten und weiß nicht von. Weiß Gott, erst vielleicht Gott im Geist, vielleicht Gott in der Wahrheit, aber Gebeten in Gott, Dankeschön gesagt und ja, no, ich kann fein nicht Gebetsleben. Und ich sehe nicht darauf an, gekommen zu sein, dass du nicht hast. Aber die Frage ist, habe ich das all gepackt? Sind wir aus Gott seine Dinge von der bekannt, was die Bibel sagt, im Geist und in der Wahrheit anbeten? Ich will Ihnen bloß einfach die Wahrheit sagen, in meinem Leben, und wenn ich sie rumgereist oder tüß blieb, ich finde dass das ein unbekannter Thema. Nicht, like unbekannt haben wir never von gehört, aber wirklich jetzt nicht sehr bekannt, mit dort von Tag zu Tag überleben. Ich sehe von der wirklich so, was ich glaube will, dass je besser wir würden das können überleben, je mehr würde von unseren Problemen anfangen zu verschwinden. Anbetung im Geist und der Wahrheit. Das ist uns nur klar. Das hat nicht mehr zu tun, wo wir sind. Mit dem, dass Jesus kam, mit dem, dass er dem Heiligen Jesus gegeben hat, nu haben alle Mann über rein viel Todret, nur, dass wir nur diese Wahrheit haben können, nur diese Wahrheit, und wir haben die geistliche Gemeinschaft, dass wir können uns mit Gott connecten. So, was ist Anbetung? Nummer 1. Anbetung ist in der Lehre, auf Englisch sagt, it's a condition of your heart. Du kannst nicht sagen, ich will morgens eine halbe Stunde anbeten und dann das ewige vom Tag tue ich nicht. Anbetung ist in der what's that go to deutsche Wort? It's a condition of your heart. Du bist ein Mensch, was entweder ein Anbeter ist, oder du bist nicht ein Anbeter. Wir haben von der Mannkans, und ich glaube, wir sind bekannt damit, aber dann würden wir manchmal sagen, oh ja Mensch, das ist ein Mut, Mensch. Ja, die kommt alle Wege boven Eva, dem ihr das Leben geht, dann rede ich von der condition of the heart. In Anbetung ist auch so dort. Sie beten, danke und loben, das sind alles so eine Dinge, die können du und ich nicht schwinden betonen. Du hast ein großer Unterschied zwischen Anbetung oder von Loben und Preisen. So, damit wir klar haben, und ich will Ihnen das schwinden besser erklären hier, wenn ich in mein Gebet gehe, und wir haben alle ein Gebetsleben, ich vertraue, wir haben alle ein Gebetsleben, und das ist auch fein, und wir sollen haben, wir sollen Gott loben, wir sollen Gott preisen, und wir sollen zu Gott beten, und wir sollen Gott anbeten. Was tut der Mensch, wenn er Gott preisen wird? Wir fingen einen Psalm, so viel geschrieben, von Gott zu preisen und Gott zu loben. Lob singet den Herrn. Lots und lots of Forscher in der Bibel, die reden von dem. So, wenn ein Mensch Gott preisen hat, hier wird besten was an der Fair reden, aber dann sage ich, preisen und danken. Ich nehme die von der Top. Die sind nicht gleich, warum wir die Top nehmen. Zum Beispiel, ich stehe von der morgens ab und ich sage, Gott, Dankeschön, du hast mir einen neuen Tag gegeben. Die Sonne jetzt so scheint ab. Dankeschön, Gott, ich sehe gesund. Dankeschön, Gott, ich habe eine schöne Nacht gehabt. Und so dort habe ich eine Reihe von Danke. Dankeschön für unsere Kirche. Dankeschön für meine Frau. Dankeschön für meinen Mann. Dankeschön für die Kinder. Und all das gute Dankeschön. Das ist alle Danken. Und das ist auch fein. Wie soll er das tun? Ich will Ihnen einiges sagen. Zum dit brauchst du nicht Glauben haben an Gott. Sogar der Weltmensch kann es doch beten, oder nicht? So danken, da kannst du selbstsüchtig sein.
Ich danke dir für meine schmackgesindische Show. Ich danke dir für meinen Freund. Ich danke dir, du kannst noch bloß an die selbst denken. Gott kriegt nicht wirklich die ihr. Viermal jeweils die Großeltern, hier sind some Großeltern, Dankeschön für kommen, ans Väter und Jünd. Und dann wil je de lijn gaan bij je Großkinderen, en dan geef je al een chocoladebar, en dan bij eenmaal dan roept mama van daar, hey, sei nog Dankeschön. En dan zegt das kleine Jong, Dankeschön. Werkelijkheid, veel van ons zeggen, je eet, oder? Het is ins fijn, maar het stil een Dankeschön. So staat ja wie ons zelfs ook, plus, oh ja, een goede mens zegt Dankeschön. En werkelijkheid, ons hart braucht nicht geconnected zijn met God. En ik zie van jou bezorgd dat in manche Christ zijn dankesleven, es komt uit een selbstcentralisiertes Herz. En God kriegt nicht die Eer dafür. Aber wie viel uns Gott, wir haben Gott gedankt. Nou, ich doe nicht sagen, dass wir das nicht sollen doen. Please, verstoot mich nicht so. Aber das ist, was Menschen steht, wenn ich danke det oder preisen. Wir können Gott mit einem vollen Hort und mit einem ganzen Sinn preisen und danken. Und da will ich auch nicht sagen, dass wir das nicht tun. Aber wie man dann denken, was das in Englisch steht. So, dann kommt nu die Frage, wo kommen wir nur die Anbetung? Wenn ihr in der Bibel da habt, blättert nur 5. Mose, das 6. Kapitel, der 5. Vers. Und dann fingen wir da ein Gebot. Und das sagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Da wird ein Gebot. Ich habe mich vielmal versucht, nehmen zu lassen. Ich wundere, wo hat die Israeliten, als Moses ist raufgekommen hat, Moses zu Israel gesagt, weißt du was? Gott sagt, dass dieses am gleichen. Mit dem ganzen Hort, mit dem ganzen Gemüt, mit dem ganzen Vermögen. Dan moest u zijn nu als een vader, als elder, wo die zijn in een huisje voor. Dan moet je hart zingen en zeggen, weet je wat, God zegt, we zullen am gleichen. Met ganz het hart gemeten en al onze gevoelens hebben God gleichen. Dan worden we alle switches en ogen gaan en bang, zijn we gaan leven met God. Nou, komen we aan de eik, nu moeten we ons hart instellen voor something. Want ik mijn vrouw heb wij gedaan en ik weet, ze is wij gedaan en is vielleicht even een beetje beleidigd geworden over wat ik heb gedaan, of die vrouw, of die man is. En dan word ik naar mijn vrouw komen en zeggen, Marcella, du sollst mich gleichen, dat zegt de Bijbel. Wie fällt in de Bijbel zegt, question staat? Okay, dat is precies een point. Aber in Wirklichkeit, de Bijbel zegt nog niet dat de vrouw de man soll gleichen, deed het? Op een steed zegt de oudere mama zal de vrouw leren zal haar man gleichen, maar dat is weer de drie. Dat is precies een point. Op anyway, Marcella, du sollst mich gleichen. Ik heb ons dat versteld dat zij dan bloß kon zeggen, oh, goed, ik nu. No, dat braucht eine Einstellung, okay? Ich und du können Gott nicht gleichen, anders als dass wir kriegen eine Einstellung von Life zu Gott. Die willen, ik zei laatst, die zullen de vrouw beantwoorden. Ik hoop die vergeten dat niet, maar dat is nog maar te even Mariam. Maar deze instelling, dat is wat ik noem de condition of the heart. De leeuw van ons hart. So Anbetung in life to God, geht Hand in Hand. Ik en du worden niemals eine wahre Anbetung kommen, im Geist und der Wahrheit, unless wir sind wirklich ein Life mit Gott. So dat Gesetz, was Gott gegeben hat, even wenn dort nicht unbedingt nur Anbetung dienen deed, aber das hat damit zu tun, dass Gott weiß, dass die Anbetung, für was Gott ewig sicher hat, dat hij die wordt gaan krijgen, dan moet dat falsch en live zijn met God. En zo, dat is de goede boodschap. En dat wordt fijn zijn, want op onze zondagschool, of thuis im huis, mij moet ons worden over dat herinneren, dat we zullen God gleichen. Als Jezus op je kwam, wanneer je in de Bijbel door had, neem je nou Marcus, het 12e kapitel, de 30e vers. Heb je maar even gedacht, Jezus neemt dit vers, het 5. Mose, en zegt hem hier nur das Volk. En hij zegt, und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. En Jezus ändert de Schrift. Von ganzer Seele,
Da wir im Alten Testament auch von ganzem Gemüte, von deinen innerlichen, deinen Gefühlen und von allen deinen Kräften. Das ist, wo Anbetung anfangen hat. Und unser Leben zu Gott. Anbetung in Leben geht Hand in Hand. So, nu sehe ich ein Leben mit Gott. Und dann fange ich mit Gott an zu connecten. Das ist, wo das geistliche Part im Geist. Das ist, wo dort hinkommen wird. Ich sehe wirklich mein Gott gut. Ich fühle ihn, ich denke an ihn, er ist dicht bei mir und ich wank mit ihm durch den Tag. Weet je wat, ich und meine Frau, wir gleichen uns. Sei es, actually, bin über 3000 Kilometer auf von dir, aber im Geist, dann kann ich das große spüren, dass er dicht bei mir steht. Weißt du warum? Because wir haben diese Gemeinschaft all lang gehabt. Und so, das ist die Herzenseinstellung. Ich kann Ihnen vorstellen, wenn ich von dir hier werde und ich habe nicht eine Liebe zu meiner Frau und ich dachte so, was das sich gut, wenn ich mal wieder einsehe, dann wird das Gemüt da sein. Ich würde gerne versichern, alle Sorten Feinde zu sein von meiner Frau und die würden einen guten Eindruck kriegen von ihr und so weiter. Aber das ist bloß die Liebe, was wir zwischen uns haben, was mir das merkt, feilen, dass sie erst actually hier bei mir. Kriegst du es dort, dass es mit die und die Frau auch, wenn das Verhältnis gut ist. Kriegst du es dort, schafft es mit uns und Gott, dass ich kann Gott so spüren, so wenn ich und er hier taub sind, und ich gleich mit taub zu denken, zu leben, zu schaffen. Im Geist sehe ich mit Gott taub gebunden. Kommen wir da hin, das ist nicht so ein Ding, was wir morgens im Bett haben, und so was nach wahrem Bett. Im Geist mit Gott taub ist alle Momente, wo du und ich wacker sind. Und da sage ich, dass aus ein Anbeter hat du und ich nicht bleiben der. Wir haben nicht der, wo wir von der Sieg einfach vergrunzt. Ja, wir haben der, wo der Bock weiter. Und wir haben der, wo wir einfach ein bisschen ans Schleich feilen. Und wir haben der, wo wir einfach bloß keine Last haben zum Arbeiten. Und wir haben Zeit, wo wir anfangen, älter zu werden. Wir haben Zeit, wo wir einfach bloß schwach werden, körperlich. Aber meine Einstellung zu Gott, die bleibt da. Ich habe einen Freund. En ik wonder dat hij niet even zei, ik zal je in alle reizen. En Heinrich Pai Friese, samen van jullie Levicanen. Ik spazier laatst met hem, bezocht hem nog schwinnen best. Ik had hem, en hij is een man van 97 jaar oud. Hij is een man, wanneer ik nu aankom een vrouw, zo om te vriezen. Wo derde? Je zegt niet, je zoon, je gaat slopen. En er steht om te vriezen dan van te reden, ja, no, weet je, oh man, het is alle schwach en het stelt niet meer wat fair met mij. En, no, hij zegt, weet je wat Ronald, zegt hij, er zijn zoveel dingen voor God voor om te beden hebt. Er zijn zoveel dingen voor te beden hebt. En wanneer einer dan zo in bad ligt en einer denkt aan God, ach, bij iemand zit in de zon jetzt op im Oosten. Nou, ik wil weten waar je slopen kunnen. Maar nou heißt bloß eine Anbetung. Das ist schlaflose Nachten, die gehen ihm so hastig vorbei und dann fängt der neue Tag an und Gott seine Gnade store und er ist ein mutiger Mann von 97 Jahren alt. Ein wahrer Anbeter im Geist. Liebe Zuhörer, ja? Es sei denn, du hast eine wahrhaftige, ein wahrhaftiger Drief, nur Gott seine Leib, dann kannst du nicht in den Geist von Anbetung kommen. Das ist selbst Zeit, sagt Jesus, die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was meint er mit dieser Wahrheit, Port? Frau wie uns dann Fleisch. Die Wahrheit, Port, ist das, die samaritische Frau, die hat nicht die Wahrheit zu holen. Sie hat einen Port von dort zu holen, aber sie kann die nicht. Jesus sagt, wie, die Juden, wie weiter, was wir anbeten, je weiter nicht, was ihr anbetet. Sie leben nicht an der Wahrheit. Sie hat das Verlangen und sie
Ik leef ze hadden verlangen, ze kijkt waarschijnlijk verder wijs. So wat is de waarheid? Van de leven te horen, had u een echt toetred te de waarheid. Wie weet je wie God is? Wie kennen hem door zijn woord? Wie durven niet van die zijn wat ze zeggen, nou, dan moeten we einfach zoals de lied in Cambodja. Wat we dan nu aufgehört kunnen. Ze brengen hem door ihre bloemen, ze brengen door ihre bananas doorheen en ze knijden zich voor hem aufgehört. En because ze zijn te lang op ihre knijden, because de lappen, de rieren, something yet on. Dat is aufgehört, wat je weet. Als ik de stunden zo kijken deed, dan had ik gedacht, dit zit je bloos zeer jammerlijk. Ik met onze familie, vele zomer, weer we door. En ik dacht zo, man, dit zit zo ladig. Dit zit zo treurig. Hier wordt grote anstrengung gemaakt om een steen, wat dan een mens zit, door aan te beden. Door wird niet geist, door wird ook niet waarheid. Wie hebben van de beides, wanneer we dat willen hebben? Dat is neidig, wanneer we denken dat Jezus zei, die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten, dat we dit beides haben. Wir können nicht bloß im Geist sein und ohne die Wahrheit. Da können uns leider nur in Falschheit angebeten. Und wie zijn von der Felsen staat. Einige Menschen, die worden confused. Da wordt bloß ein groot Gesang, ein groot Gedans, und dat jet luid en wie dan dit eine Anbetung. Wenn das bloß Geist ist, aber nicht eine Wahrheit ist, dann heeft das bloß ein groot Gedaan. Umgedreht, wenn das bloß Wahrheit ist, und wir haben nicht im Geist wirklich die Verbindung mit Gott, dann kann es durchkommen, dass wir leben bloß ons truet leven alleen. En de laatste is van papa gisteren gestorven is. Ik ben ons zit zo im Ongezegd. Het is alles zo treurig, het is niet meer vrij. Die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ik had er veel over gedacht. Ik bid even dat God mij wordt leiden in dit. Ik bid even dat God ons allen wordt leiden in dit. Weet je wat? Ik hier manchmal. Dat dingen zeggen, dat mijn vader is manchmal kort. Dat is ongeduldig, dat is grunst. Mijn mama is treurig, dat is depressed. Nou, ik weet, dat zijn niet alle je, oké? Zo, we reden van jou dan nu van de andere mensen. Mijn vader die wordt manchmal zo kort. Sommige dingen zijn opgewassen, dat ze zijn een beetje zo eigen knepen. Wanneer papa überdeeld komt, of wanneer mama überdeeld komt, dan is het alles zo zwaar. Een persoon wat een hart instelling heeft van aanbetung, komt deze dingen even. Ja, we worden vrij daarvan. Dat je van de heimen, wat ze christelijke heimen aan, en ik geloof dat zijn christelijk, maar waar niet veel vrijheid geleefd wordt. Dat is zo'n drieënd leven. De familieondacht, die wordt afgehouden, maar dat is bloos in je doen. Dat is niet werkelijk in leven. En die vrouwen ons manchmal, wo komt dat de kinderen niet ook onvier komen voor God? Wat jij dan, dat het zo schijnt dat de wereld is het alle attractief is, ons familieleven, sogar ons kerkeleven. Wat jij dan? Lieve toehoorders, ik zie überzeugt, dat wanneer de Geist der Wahrheit und der Geist der Anbetung ging von der einfach unternehmen in te leven, dan wordt een mancher heim, wat van der al christelijk is, aber nog niet leven deed, dan wordt ontvangen te leven. Eentje van ons veel vielleicht een ware geboren. En ik leef ook door het tijd. Maar ik had ook bij mij klaar dat veel ware geboren mensen, veel van die kunnen maar doorkomen, worden in deze aanbetung ontvangen te leven, waar ik met God en aanbetung moet zijn. Nu mochten we dan maar eenmaal ontvangen te vragen naar Ronald, wat is aanbeden? Dat moet aanbeden, wat woest aanbeden? Dat is niet dat ik hier zit om jullie te weermühl zijn. Maar ik wil jullie een beetje een ervaring vertellen. Wat ik merk dat ik deze boodschap studeer. Nou, je moet dan denken, wanneer een prediker een boodschap merkt, manchmal heeft hij een paar jaar terug gemerkt. Oké, en dat is hier staat de zaak. Maar dat wordt in de tijd, waar we hadden
en onze schafen en onze schmeed wat we hebben, daar had ik met mijn vrouw op die zaak doorgebeten. En we feilen het werkelijk zo dat God heeft zien zijn, we worden naar de bank gaan en we worden ons de geld leggen en dan worden we gratis maken. Wenn dat fehlt in de zee en de weer door. Zo, ik voer naar de bank en met dem zijn van mijn vrouw en we feilen zich zo God weer met aan. En nu worden we dan dit ans ingaan. Nou, ik zie immer zeggen, je wissen of je was. Oder, jo, mir is dat je leert worden, dat een zul je wissen of zijn. Loop niet liever dit wat zijn. Dat du niet die schuld aan jes, wat die wat later im zorgen inbrengen, hoe we het ervan houden. En zo, ik wil me dat zeggen zijn, dat we worden ons hier niet brengen en zo worden stort neer bingen laten. Zo, ik had dan nu plus op mijn eenheid, had ik in ons computer dat gemerkt, dat die zal me dat jede dag wijzen als ons geschaf, boeren deed, of niet boeren deed. Zo, dat weer een nummer, nou wat ik kijk deed. Een van onze kinderen deed de boekviering, en ik kijk naar deze sol. Nou, een aardige week, de sol betrachten, dan merk ik dat deze sol, die je plus allemaal leer en leer. En we horen over veel arbeid. Ik wist dat de omstandigheden in ons geschaf, die zijn niet dat die worden beter worden als die nu zijn, maar deze sol die wordt leer. Dat wordt ook de tijd waar ik de timer studeerde. Een avond moet ik bekennen, dan als ik me doorleed, mijn vrouw wil eieren slopen, dan ben ik me wakker aan, ik kan niet meer slopen. Mij vangt deze zaak om te troubelen. Deze sol, die wordt klein dan, dat weet je wel, dan zo'n business, dat gaat over hem uit. En dat wil ik niemals niet hebben. En ik kan niet meer slopen doorheen. Dat pleegt me. En zo, ik dacht zo, ik moet einfach opstaan. En dat is niet raar dat ik hier zorgen over deze zaak. Ik wil gaan en ik wil me doorsbeden. Zo, ik stond op. Ik ging naar mijn office im huis. En dacht zo, hier is een fijne stad. Hier kan ik me ongesteerd, me uitscheren naar God. En dan wil ik me deze zaak doorsbeden. Because we hebben toch einfach gebeten om dit. Als ik door dan zo een office zie. En me door Duits naar je doe, dan valt me bij. Nou, ik zal eerst een Anbetung me uiven. Because dat is hoe ik met studeren. Zo, ik krijg me door doel en dan vang ik aan te denken, voor wat dit man God aanbeden. De Anbetung, dit is hoe Anbetung anders wordt als loven en danken. Zie, wanneer we God danken doen, dan danken we voor de dingen wat we gekregen hebben. Zoals ik hier zie, onze gezondheid, ons schijnbare, de grote armt. Al deze dingen, we danken daarvoor. Maar in Anbetung, dan komst du door neer, wo du God ontvangst te danken voor dingen wat niets met die te doen hebben, oké? Zo, veel mensen zeggen, nou, dat deed me nog niet door het Rode Meer dat opging, dat Israël de 3 het lot. Wat heeft dat met mij te doen? Dat is 5000 jaar terug. Wat kan ik van doen? Een vrede dat ving. Als een aanbeter, dan vingst du de grote vrede in deze dingen, oké? En zo dan vangst du die onneem te laten. Dit is de God voor wem ik me hier geëigend heb. En dit God, dem zijn noemen heb ik van jou op. Voor wat hij gedaan heeft. Outside, bezien mijn leven. En du vangst God zijn noemen aan Ruud te hebben. En du kan zeggen, God, du bent een wondervolle God. Dankzij voor de God wat du bent. En dem dat du het Rode Meer opmaakt. En in die geest best du ook door. En du zit waar de walen door opkomen. In Israël, je hebt 3 sterren. En du vangst in die aanbetung om God te gleichen. Dollar en dollar. En du zit dat, du leeft met. En du hebt die God Ruud, krijgt als Israël, dat is de eerste. En dit was van een ding naar nächste. En dan komt het door waar Israël om Jordan ontgaan. En we zijn een beetje bekend, door wenn es dat niet door wie de waarheid weet, dat ihr mich in der Wahrheit und im Geist anbetet. En dan vangst den was aan. En dan dankst God voor dat wat hij, door hij dus Jordan opging. Als de 7 deel ram weer als Jericho doelvolle deed. You know, du bist im Geist mit Gott verbunden. Und du bist im Geist im Geist hast du Gott rührt. Und dein Gott wird mehr wird. Dein Gott wird grater. Dein Gott wird beter. Und du kommst, you know what? Krijgst du Hendrik Frieser in Nacht, der ik was tel. Dan hebben we immer nog lang niet alles rütgehoven te Gott. Weet je wat? Ik wens, je kunt het van mij zijn. Niet uit een beeld nemen. Een man of een vrouw,
wat in ihre schlaflose Stunde, dessen war ich Gott anbetet hat. Und es steht, dass die durchsorgt und geräumt, die steht morgens vereint, die steht ungefähr ganz uitgereift ab, und für zwei, die steht, wenn es irgendwie mutig ab. Nu trek nog mijn ervaring. Dus ik doe aan de office staat op met knieën werden. En ik moest mee, en dat moet ik doen, ik einfach doen. We strengen ons aan. We gaan en ons gedanken durch de Bibel durch. Wat heeft mijn God nog gedaan? Oh, dan valt een stip bij. Wat heeft mijn God nog gedaan? Oh, dan valt mij dat ook nog bij. Wat in die Anbetung passiert is, wanneer du an den Geist, zoals ik zei, ik gebruik dit als een bijspel, maar wanneer ik en ons Geist ook durch het Rode Meer gaan. En we zijn hier de grote kant, en we zijn door de grote kant van water, en we zijn ons God. Weet je wat? Dan wordt eenmaal dan, wanneer du innerlijk veilig is, oh, en ik heb mijn jong, wat dort in Jana stof slaapt, dem heb ik van jou dat hoort gespekt, because ik had hem lifeloos uitgegrondst. Dan moet ik me veilig dat die Anbetung, die is geblockt. Ik kon wel langer aanbeden, als ze dan, ik knutscht op, en ik versmelt voor God, en breng mezelf tot de boete. En ik de boete voor de grote God, wat dit alle gedaan heeft. En dan is de boete. En you know, door danach stehst du nicht ab und jetzt nur den Jungen. Aber bis morgens als Papa oder Mama oder große Schwester oder großer Bruder, wie immer das ist, dem sein Hort ist verschmolten. Eine wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Das Knilse, was nach so Steven, so einkappig und so groß stund. Und dort geschafft, dort wo ich wiese, dort was schaffen, das ist alles verschmolten. Und Gott, das soll dienen. Wann wir wirklich kunt eine Anbetung verschmelten. Innerlich verschmelten. Das danach, als ich da mich geübt habe an der Anbetung, dann über dem dann, okay, ich weiß nicht von, wo lange ich da was, das ist nicht wichtig. Aber ich muss veilig, bis mein Hort ist leeg. Ich deine een grote Gott. Lewe je goed. En ik kon slopen. Dit jaar heb ik nu tijd slopen te gaan. Het is heel klok 3. Nu moet ik even te baan gaan. En ik kom in bad en leid me in bad door. Als mijn kop am chest valt, valt me bij. Ik had niet eenmaal gebed voor deze schuldgeschichte. Dus maar één oorlog heb ik alle vergeten. You know what? Dat is wat ik ten tweede maal toepsmelte deed voor God. En hij realize wat het is in God te hebben, wem du aanbeden kost. In Wahrheit und dem Geist. Check, please nicht nur mich. Gleich nicht nur ich ein vollkommener Mensch. Ich del dir plus was mehr. Und diese Anbetung, wir hören jetzt von Sorgen und die Solution für Sorgen ist Anbetung. Habt ihr gewusst, dass ein mancher Mensch, der ist beständig eine Versuchung und der ist beständig in seine Versuchung fällt. Vielleicht hast du eine Versuchung, kriegt es Sorgen, wo wir jetzt davon hören. Vielleicht hast du eine Versuchung, das große Leben. Vielleicht hast du eine Versuchung, rebellisch. Vielleicht hast du eine Versuchung, Ugelas, oder Schmäche, oder Suppe, oder, you know, you name it. Vielleicht hast du eine Versuchung, dass du mehrmal kalt und kurig bist. Nou, hier is nog een verzoeking, en ik weet niet of het in Zwitserland irgendwer jemals met dit gepleegd is, maar er is een verzoeking, wo ook in manche binnen is, en dat is een negatief denken. Een aanbeter im Geist und der Wahrheit kan niet negatief denken. No, dat wordt lang te schaffen, du was entweder een oder ander. Negatieve gedanken en aanbetung had nog never top gegaan. Wanneer du van jou nu die, oder wanneer du anwärst, Menschen kicken mit so scheif nu die, und die Frau kickt ein bisschen, wundert, dass du das hörst, oder der Mann wundert, weil das meine Frau das auch gehört hat. Wenn du bist überzeugt und du hast viel negative Gedanken, dann muss ich die gleiche von dir auch sprechen, dann go in eine Anbetung. Versuch nicht negative Gedanken loszuwerden, go in eine Anbetung. Die negative Gedanken, die verschmelzen te nusch.
Anbetung ist wahre Anbetung leitet zum Sieg. Das weet wie ook. Eenmaal einer, der ist so gepleegd und so doorgeslagen, wenn dort wie nicht im Sieg kunnen leven. Eenmaal, ich habe noch mehr gesagt, Ronald, ich bin so gepleegd met dal worden. Emma, waar word ik dal? Ik wil niet dal worden, maar morgen is ik weer dal. Hoffnungslos, okay? Ich meine, das fällt sich, wenn es hoffnungslos. Bist du gepleegd met een dal worden, met kort natuurlijk te worden? Go naar de Anbetung. Bring dein Hort, dat het in deze leven te God wordt ontvangen te connecten. En du was durch den dag, wie had een aanleiding, dat du was de Schöpfung zijn. En dat wordt die erinneren, oh ja, mijn God. Hier is een klein flattertje. Oh ja, dat is mijn God. En dat brengt me weer aan de Anbetung nemen. Oh ja, hier is nog een, mijn kornstied am Gott zijn opgegaan. En daar is God binnen. En dat brengt me naar de Anbetung. En zo staat, hast du 1000 Erinnerungen jeder dag. Hast mal even gedacht, dat du bist hier en du sitzt groß wo, vielleicht hast het de chickel wat je gekauft hebt. Vielleicht hast het de hond. Vielleicht hast het, wat immer het is, de steen, oder de boon, oder de zon, oder de wald, oder de blitz. En du bist hier wirklich beeindruckt. Hier ist mein Gott. Das Gott, dem gleich. Ich heb hem in mijn zin has. En ik freue mich van mijn God. En dan dreist die om en dan grunzt ik op. Zo'n schafkooi. Wat never schaf in het leven schafkooi is dat. Anbetung leitet zum Sieg. En mancher Mensch, die schaffen die met zijn strauchelende problemen. En wat zou je van die los? En zijn antwoord is, wanneer we worden in Anbetung komen. Kolosser het 3 kapitel. Dat is een interessante vers. Ik heb voor veel jaren gewonderd. Wat exactly meint hij? Ik geloof ik kan go to je die. Maar het is een diepe vers. De 3 kapitel vers 1 zegt. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Dat redt nu ganz klar zu dem, was sich bekehrt hat, okay? Dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Vers 1, das ist einfach bloß ein ganz einfacher Vers. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Punkt. Das ist alles, was er sagt. Meint der Vers irgendwas zu uns? Ja, weißt du, was ich meine? Das ist, wenn du warst und den Geist empfangen, eine Hasch zu checken, suchet, was droben ist, dann warst du boven des Gott Finger oder seinem, was in Johannes, das 4. Kapitel sagt, suchet solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und dann knackt der Top. Ich sehe, was boven ist. Suchet nicht das, was auf Erden ist, sagt der 2. Vers. Oder trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn du und ich in uns einer sind, und ich denke bloß auf das irdische Leben der lang, und ich kämpfe in mein eigenes Leben der lang, weißt du was, du kommst weg von Gott, und du in deine Gemeinschaft mit Gott, was wenn du betest nach alle Tag, Gott, halt mich für dit, Gott leid mich in dit, halt mich nicht alt zu werden, halt mich freundlich zu sein, halt mich nicht in der Versuchung zu straucheln, und wir denken nach bloß von uns, und wir kommen wieder und wieder weg von Gott. Anbetung. Anbetung ist dein Hort. Wenn wir von der uns Hort aufmerken, sind wir von der, was Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet? Oder lebt uns Christenleben im Loven und im Preisen? Das sind gute Dinge, loven zu preisen. Aber even der Weltmensch kann loven und preisen. Aber Gott anbeten kann bloß da, wer Gott gleichet hat. Dat wird gebot. Dat du en ik zullen Gott gleichen mit allem Vermögen,
mit unserem ganzen Gemüte, mit allen Kräften. Liebe Zuhörer, ich würde von dir gleich uns auf diese Gedanken zu führen. Sind du und ich so, was man saß so hoch denken dann? Und Gott, der klappt um die und sagt, ich sehe dich. Bete mich mal an Geist und in der Wahrheit. Ich will mit dir eine Gemeinschaft haben. Das ist eine Gemeinschaft, die wird beide Wege. Du wirst erfüllt worden. Du wirst erleichtert worden. Sind die von da, was du sagen oder denken oder weiter, dass ich kann Gott gleich anbeten. Wenn ich viel zu viel Schweinerei in mein Leben. Ich weiß, ich lebe in Sinn. Und wenn ich mich aufmache für Gott, dann sage ich bloß Schwert. Ich lebe in eurer Reichtigkeit. Ich lebe in pleitsche Sinn. Ich kann euch Gott anbeten. Und ich hänge dem Kopf drauf und du fällst dir eng. You know what? Von der ist der Tag, waar wir Schweinschit, waar wir Sinn uit de Stich riemen und waar wir eine offene Gemeinschaft mit Gott kommen, wo du kannst wirklich mit Helge hängen, so es sagt in 2. Timotheus, 2. Kapitel 8. Vers, mit Helge hängen kannst du Gott kommen und fangen wirklich an zu beten, für wer er ist. Wir wollen dort neu anfangen, because wenn wir ein Tag worden die Gelegenheit haben, dass Gott uns was von dieser Welt nehmen, dann werden wir Gott von euer Sicht zu euer Sicht anbeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Leben kommt von der anfangen. Wenn wir in diese Gemeinschaft kommen, wo sind jetzt, was dien jetzt, verschmelten, zu wo dien jetzt, was wirklich eine volle Verbindschaft zwischen dir und Gott sein, und du wirst ein Leben, das Leben leben. Liebe Zuhörer, ja, die Antwort ist ein langes Eng in der Anbetung, in der Wahrheit und im Geist. Das fängt uns, wie gesagt habe, mit der Tür und Leibchen zu Gott. Wir haben von dir nicht so begonnen, euer wie dort uit de Stiche riemt haben. Und wir haben von dir an uns an der Anbetung wirklich üben. Die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Ich weiß, ich habe von dir meistens geredet von persönlicher Anbetung. Du hast auch diese Anbetung. Ich will das Thema nicht anscheren, wenn da würde ein Portfolio sein, aber das ist, wir können aus Gemeinde kommen und wir haben eine Zeit der Anbetung. Das ist ein wundervoller Thema, aber so ich sage, wir haben von der Dollar und das persönliche Anbetungsleben gekickt. Ich habe Abstunden zum Beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Gebot. Wir danken dir, dass du sagst, du sollst Gott, dem Vater, lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüte, allen Kräften und ganzem Vermögen. Gott, wir stehen von dir fertig und wir müssen bekennen, wir sagen, no, wir haben das nicht getan. Wir gleichen uns zu sagen, wir sind im Sorgen der Mantel vielmal bedrückt und wir kicken auf nur diese Welt. Gott, ich bete um Vergebung, wo uns irdisches Leben oder unsere selbstsichere Sucht hat wachgeholt, wo wir nicht wirklich nachgekickt nur die und hat die euch gebet, hat die geirrt, hat die gelobt für Dinge, was du best und was du getan hast. Gott, ich bete von dir, sieh uns gnädig und halb, dass wir können in die Anbetung kommen. Wirklich im Geist und in der Wahrheit mit die Top geknackt sein und fangen ans Leben in der Anbetung an zu leben. Tagtäglich in der Anbetung. Gott, ich bete für jeder eine, welche von dir ist, und der Geist hat ihm überführt, dass ich kann dich euch anbeten, because ich lebe in Sinn. Gott, ich bete, sieh gnädig für dir und klappe an so Horte. Gott, ich bete für jeder eine, welche ist und weit, ich sehe der Janja, ich kann Sinn für zwischen mir und Gott. Ich kann dich euch anbeten. Gott, ich bete von dir, wo die Kraft in der Mut durch sein, wirklich über dir zu kommen und wurde durchsichtig und fangen Buße und zu tun, zu dem Punkt, wo wir wirklich eine wahre Anbetung mit dir leben. Ich bete, dass du von dir Gleich geben, dass du von dir Licht geben. Himmlische Vater, dass die Anbetung, was wir im Himmel wollen, auf ewig haben, dass die können von dir und wieder wirklich Wahrheit werden. Jesus, in dir Namen beten wir. Amen.
Ja, Geduld sagt.
Wir wollen noch herzlich anlohnen und Gelegenheit geben, wenn jemand noch ein persönliches Gespräch hat, der darf dort sich noch merken, du bist der und du, wenn die Diakone dort sind, und du darfst nicht viel mit wem immer jeder reden wollen. Und ebenso wir waren anladen, morgens zu uns zu kommen, was war zu 7:30, wo der Gottesdienst anfängt, und dann zu Glock 7 haben wir öffentliche Gebetsstunden, so sei ihr alle angeladen zu kommen. Ich brauche euch noch nur Hauptneigen zu den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wollen von hier von Fernempfang rübergehen, vielleicht so eine Büten haben und dann schafft das Beste. Gottes Segen.